Moin von eurem Lieblingsaffen, frisch aus dem Urlaub zurück. State of Survival, Jahrestagsevent bzw. Fest der Hoffnung. Wir haben viele Teilevents, die Überraschungsaufgaben, um an die Komponenten für den Sentinel zu kommen, zumindest kostenlos. Ihr solltet sie auf jeden Fall machen, denn ihr bekommt kostenlose Würfel und Tickets für das weitere Event, nämlich Handbuch zum Fest der Hoffnung, wo ihr eben die ganzen Level auch nochmal zusätzlich die Tickets bekommt. Jeden Tag 50 Stück, das bedeutet, ihr kommt immer alle 2 Tage ein Level weiter, was euch schon mal hilft. Und natürlich nicht zu vergessen, die zusätzlichen Aufgaben, Login, die Glückshand zu den gewissen Zeiten auch durchführen und dann das, was hier auch noch kommt, eben die ganzen Infizierten und Fanatiker killen. Beziehungsweise in Phase 3 beginnt, kommt noch mehr dazu. Das aber, wenn wir bei Phase 3 sind, dazu gebe ich dann morgen oder übermorgen schon ein Update. Dann die Ungeheuerprüfungen, da habt ihr vielleicht auch das andere Video schon zu gesehen. Es gibt eine Neuerung bei den Ungeheuerprüfungen, allerdings ist das nur für die Leute, die Geld ausgeben, nämlich eine Beschleunigungsfunktion bis zum 3-fachen Speed. Dann gibt es wiederum den Zukunftstycoon. Auf den festlichen sage ich dann erst ein, weil ihr braucht dafür Perlen, damit sich das überhaupt lohnt. Beim Zukunftstycoon habt ihr in Phase 1 gesehen, es gab nur 12 Felder. Wichtig, weil dazu gebe ich gleich nochmal einen Tipp, wenn ihr am Ende von Stage 3 seid, ist das nochmal vielleicht für den einen oder anderen, der auch wirklich Geld in diesem Spiel lässt, ein hilfreicher Tipp. Phase 1, 12 Stück, ist schon durch. Phase 2 läuft bei den meisten Staaten. Die meisten haben aktuell Phase 2. Es gibt aber manche Staaten, die fangen morgen schon mit Phase 3 an. Bei Phase 2, ihr seht es gibt 18 Felder. Daher die starke Vermutung, morgen das Update zur Phase 3, dass es auch bei Phase 3 sogar 24 Felder gibt. Das heißt, für eine Runde müsst ihr viel mehr würfeln. Und das ist natürlich ein Problem, denn ihr braucht die abgeschlossenen Runden, um das hier in der Mitte freizuschalten. Und je mehr Würfel ihr braucht, um eine Runde abzuschließen, desto teurer wird das Ganze und desto schwieriger wird es, diese Basis-Rewards für die jeweilige Phase abzuschließen. Das ist daher, ganz ehrlich, das Jahrestagsevent ist absolut für Spender gedacht. Es ist leider nichts mehr groß für Free-to-Play-Player dabei. Beim Laden sieht man das auch. Die 35 Runden wird selbst für Free-to-Play-Player nahezu utopisch. Dazu müsst ihr dann auch noch mindestens 1000 von den Goldcoins haben, damit ihr Perlen bekommt. Denn in dem Shop hier werdet ihr nicht wirklich super glücklich, denn das ist alles, ja, ihr könnt einen Sentinel bekommen, aber super teuer. Und auch hier findet ihr jetzt nicht die Kracher-Angebote. Ihr könnt euch einen Frame holen, ihr könnt euch gegebenenfalls einen HQ-Skin holen, aber ansonsten ist das alles nur für Top-Spender. Daher die Empfehlung, holt euch hier die Perlen für Free-to-Play-Player und Low-Spender, denn in dem Festive Bazaar könnt ihr mal etwas anfangen. Dazu solltet ihr euch immer diese Glückslos-Lotterie-Teile holen und natürlich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, magische Würfel. Damit könnt ihr nämlich immer sagen, wenn ihr auf einem bestimmten Feld angekommen seid, zum Beispiel diesem Multiplayer-Feld hier, dem Gebäudekachel, das solltet ihr als allererstes auf Level 5 bringen. Dafür gibt es diese Glücksentwürfe. Bringt das auf Level 5. In jeder Phase müsst ihr die neu auf Level 5 bringen. Und damit kommt ihr wirklich voran. Und wenn ihr dann zum Beispiel auf dem Teil seid, wo ihr immer 12 Stück bekommt, dann könnt ihr mit dem magischen Würfel, ich habe sie schon alle verwendet, immer mit der 6 weiterkommen, denn diese Felder sind genau 6 Stück auseinander. Und damit bekommt ihr pro Runde garantierte 36. Und wenn ihr dann noch das in Kombination mit den Multiplikatoren macht, könnt ihr natürlich richtig absahen. Jetzt einmal kurz zu dem Tipp, das ist aber eher für Big Spender gedacht, denn ihr seht hier bei Phase 1, ich kann theoretisch noch würfeln. Ihr seht aber auch oben die Info, Würfel in dieser Phase erhöhen nicht die Rundenanzahl beim limitierten Eintauschen oder in den Phasenrang. Das bedeutet, es hat jetzt nicht mehr Auswirkungen auf den Stufenrang von Phase 1, wo ich Platz 60 gemacht habe. Darauf wird das keinen Einfluss mehr haben. Auch auf meine jetzige Phase wird es keinen Einfluss haben. Aber ihr seht den Eventrang. Ihr seht hier unten, ich habe 879 Punkte, das heißt, ich habe in Summe 879 Runden abgeschlossen. Und ich bin in Phase 1 und ich verschwende jetzt mal ein paar Würfel darauf, um das zu zeigen. Ihr seht oben 4095 goldene Münzen und ihr habt 879 Runden gesehen. So, wenn das jetzt gut läuft, bin ich in 3 Würfeln durch. Bin ich nicht, ich brauche 4. Aber wir haben eine Runde. Ihr seht oben, ich habe knapp über 30 Goldmünzen trotzdem bekommen. Wir sind in dem Phase 1, obwohl die abgeschlossen ist. Aber viel wichtiger, ihr seht 880 Runden. Das bedeutet, wenn ihr beim Eventrang nochmal irgendwie eure Anzahl an Runden abschließen wollt, um die besseren Prämien zu bekommen, dann ist das genau die Möglichkeit, hierfür die 3000 oder die 2500 zu überschreiten, denn das ist die günstigste Variante, um die Rundenzahl zu pushen. Dann kommen wir noch Zukunftstycoon. Wie gesagt, der Shop ist für Low-Spender und Free-to-Play-Player gar nichts. Ihr müsst gucken, dass ihr das einfach in die Perlen umtauscht.
Denn bei dem Perlenshop, da gibt es nämlich den Bereich Wachstum. Dort gibt es wiederum Behemoth und Formationssystemteile, als auch noch mehr für Behemoth MK1, Batterien, Serien und T12 Kristalle. Das ist das, was für euch relevant ist. Und dann gibt es natürlich ganz viel für die Big Spender, wie eben die Premium Skins hier, der HQ Metropole Premium, der Desert Traumhaft Standard. Und das sind alles dann die Dinger für die Big Spender, für die neuen Erweiterungen bei der Skin Collection. Das soweit zu dem Weltevent, zu dem Jahrestagsevent von State of Survival. Phase 3 mache ich in einem kurzen Wrap-Up, wo ich auch nochmal auf den Trick eingehe, wie ihr eure Rundenanzahl für den Event-Rank pushen könnt.